Moin liebe Lüd, the Ace of Spades. Ihr habt schon eine Idee, wo ich bin, ne? Ich bin am Landgasthof Wacken bei der Lemmy-Statue. Es gibt Neues aus Wacken zu berichten. Deswegen bin ich hier mal rumgefahren. Wir fahren gleich rüber aufs Gelände. Denn am 6.12. wird der Vorverkauf gestartet für die Sonderparzellen. Moin! Ja, es geht wieder los. Am 6.12. werden die Sonderparzellen in den Verkauf gegeben. Das heißt, Bauer-Uwes Garten, TENT, die Area, die 2024 jetzt erstmals eingerichtet gewesen ist für Zeltplätze, die fertig aufgebaut sind, die aber ein bisschen mehr Budget geeignet sind. Residence Evil, logischerweise, das sind alles so diese Sonderparzellenbereiche, die man buchen kann. Wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze aussieht, was bei den einzelnen Flächen für euch jeweils zu beachten ist, das kommt in diesem Video. Lemmy geht soweit gut. Leider hat sich das hier mit, ja, und ihr seht jetzt, hier ist auch richtig Eis drauf, ne? Es hat heute gefroren. Es hat sich hier so ein bisschen Schwitzwasser gebildet. Man kann also die kleine Urne nicht sehen. Die Träger sind unterwegs. Ich habe auch noch nichts gesehen, übrigens, von dem Walk of Fame. Die haben ja mit den Scorpions, mit Doro und dem Sänger von Anthrax hier Handabdrücke aufgenommen. Die sollen eigentlich in einen Walk of Fame eingebaut werden. Davon sieht man momentan hier noch nichts. Es ist halt auch so, dass der Landgasthof keine regulären Öffnungszeiten hat. Also auch heute, wo ich hier bin, ist der Landgasthof zu. Ich kann also nicht einfach mal schnell fragen gehen. Demzufolge hier immer nur Öffnungszeiten, dann, wenn auch wirklich eine Veranstaltung ansteht. Am 6.12. Ist hier übrigens dann auch tatsächlich ein Konzert. Und am 5.12. ist hier Kneipenquiz. Also das sind so zwei Termine, wo hier der Landgasthof dann auch tatsächlich auf ist. Jetzt fahren wir mal rüber aufs Gelände und gucken uns die Flächen dabei dann auch mal ein bisschen an, über die es jetzt geht beim Buchen. So, jetzt bin ich doch noch mal schnell in den Wacken Store reingegangen und da habe ich doch ein kleines Highlight, das muss ich euch noch mal kurz zeigen. Es gibt einen Wacken Adventskalender. Hier seht ihr ihn ausgepackt. Das sind dann die 24 Türchen. Das sind halt solche, da sind zwei so beispielhafte drauf. Ja. Da ist so eine Magnetmatte, die liegt da unten. Mhm. Da sind dann so Magnete. Solche Magnete sind das, die da drin sind. Ja, okay, das macht dann auch mehr Sinn. Und das Ganze kostet aktuell 30 €. Kann man auch bestellen, ne? Übers Internet, über den Shop. Ja. Mhm. Ja, die kleinen Nikolaus, ob ihr die noch rechtzeitig bekommt, aber mit 3 €, ich werde gleich einen mitnehmen. Und eine Lichterkette. Die Lichterkette 25 €. Ja, steht mir das? Ich glaube, nee. Ja, sie sagt ja, ist klar. Aber sie muss das auch sagen. Nee, der Nikolausschuh, der kommt mit. Den holen wir uns. Da ist er. Ja, der Nikolaussocken hat ja auch seine besondere Bewandtnis, weil am 6. Oktober haben wir ja was Besonderes, ne? Ja, stimmt. Da verkaufen die, oder startet der Vorverkauf für die Sonderparzellen. Schön. Weißt du zufälligerweise irgendetwas über den Walk of Fame, was bei dem der aktuelle Stand ist? Gar nichts. Da bin ich nicht informiert, leider. Ja. Aber zwei zurück. Natürlich. Ich versuche jetzt die ganze Zeit schon immer Oh, ich habe noch einen Aufkleber geschenkt bekommen. Ich versuche die ganze Zeit immer jetzt so ein bisschen mal rauszufinden, was jetzt eigentlich draus geworden ist. Ich habe da von den Scorpions und von Doro und von dem Anthrax-Sänger da die Handabdrücke genommen, auf Betonplatten. Und da soll eigentlich ein Walk of Fame draus werden. Aber man erfährt im Moment noch nichts dazu. Man sieht im Außenbereich noch nichts dazu. Und immer wenn ich gerade zufälligerweise in Wacken bin, ist dann auch der Landgasthof zu. Also kann ich da drin auch nicht fragen. Ne? Ich bleib am Ball. Ich bleib am Ball. Ihr werdet das spätestens 2025 werdet ihr das wissen. So. Schön zumachen. Der bleibt nämlich am Teppich hängen. Und dann geht es weiter zu den Flächen, die jetzt ab dem 6.12. gebucht werden können.
Und da sind wir am Gelände angekommen. Der Wacken-Schriftzug steht tatsächlich immer noch hier. Und die beiden Schädel. Wenn ich das richtig sehe, ist das der Wacken-Schriftzug hier, der jetzt hier im Moment steht, der am neuen Busbahnhof aufgestellt worden ist. Ist natürlich schon eine Show hier. Damit hat man vor Ort hier dann auch tatsächlich ein Fotomotiv, wenn man dann hier auf der Ecke einfach mal unterwegs ist. Ich selber komme aus der Gegend. Ich wohne hier 17 Kilometer von hier entfernt. Von daher ist das schnell mal gemacht, dass man mal einfach mal rumfährt. Hier drüben haben wir das Infield. Frisch angesät. Es ist alles einmal durchgekrubbert worden und frischer Rasen angesät worden. Schon ganz gut angewachsen, aber jetzt geht der Wuchs natürlich erstmal in die Winterphase, in die Winterpause. Ja, aktuell ist es wirklich frisch hier. Wirklich noch Eis hier auf der Fläche. Wir haben zwar aktuell schon wieder 4 Grad, aber heute Nacht war es deutlich kälter. Und so sieht es aktuell im Bereich Wackinger aus. Da hinten könnt ihr wahrscheinlich jetzt schlecht sehen von hier aus, ist die Dio-Hand. Hier vorne besser zu sehen das Wacken Open Air Schild. Das wird auch unterjährig hier eigentlich immer auf dieser Seite geparkt, steht dann am Eingangsbereich. Während des Festivals steht es typischerweise da drüben bei den beiden einzelnen Bäumen, die hier in der Fläche nochmal drin stehen. Und jetzt gehe ich mit euch mal hoch zum Plaza. Da haben wir nochmal diesen Plattenweg hier. Über diesen Plattenweg könnt ihr während des Festivals normalerweise nicht gehen. Das ist ein abgesperrter Bereich für Orga, aber auch für Rollifahrer zum Beispiel, die dann gut dann zum Plaza zum Beispiel kommen wollen. Die können diesen Weg dann auch nutzen. Ja, und hier stehe ich jetzt an der Ecke zum Plaza. Von da drüben kommt man normalerweise zu Fuß. Das ist der Bereich, der im letzten Jahr 2024 als TENT-Bereich dann genutzt worden ist. Und hinter mir, das ist der Plaza-Bereich. Ihr seht auch hier einmal durchgekrubbert, einmal neu angesät, aber nur auf der Hälfte der Fläche. Die hintere Fläche, da scheint sich das Gras so erholt zu haben oder vielleicht hat man das Grubbern und das Ansehen dort schon früher durchgeführt. Bei meinem letzten Besuch hier, wo ich euch gezeigt habe, wie es hier 3 Wochen nach dem Festival ausgesehen hat, waren dann auch Erdarbeiten in diesem Sektor, der jetzt so besonders schwarz noch aussieht. Da hat man versucht, das Geländeniveau so ein bisschen anzugleichen. Denn das ist hier so eine kleine Senke, da sammelt sich so ein bisschen das Wasser. Das sieht man auch jetzt wieder auf der Fläche, dass da doch die eine oder andere Pfütze noch mal wieder da ist. Ein bisschen hat man das versucht auszugleichen, dass man da ein bisschen weniger Matsch und Modder dann bekommt. Und jetzt bin ich ja eben schon im Shop gewesen und ihr habt es mitgekriegt, ich habe einen Nikolausschuh gekauft. Nicht ohne Grund, denn Nikolaus dieses Jahr ist ein besonderer Termin. 6. Dezember 2024, Start des Vorverkaufs für die Sonderparzellen. Ihr müsst davon nichts kaufen. Ihr könnt natürlich weiterhin das kostenlos enthaltene Camping nutzen, das in eurem normalen Ticket bereits inkludiert ist. Das ist völlig problemlos. Da kommt es ein bisschen drauf an, wann ihr ankommt. Da gilt tatsächlich frühes Erscheinen sichert die besten Plätze, denn da geht es der Reihenfolge nach. Man wird aufs Gelände darauf geschickt, wo jetzt in dem Moment der Zustrom ist. Wenn man das nicht möchte, wenn man besondere Bedürfnisse hat, dann sind diese Sonderparzellen vielleicht ein Weg für euch. Ich selber bin in dem Bereich, der sich da hinten an den Plaza anschließt, dann untergebracht gewesen im vergangenen Jahr. Ich habe mir nämlich eine Parzelle gebucht in Bauer-Uwes Garten. Im Stellplatz habe ich es echt gut getroffen. Wir konnten gestern Abend sogar schon sehen, wie der Bulle, der Bullhead an der Hauptbühne, schon mal getestet worden ist. Bauer-Uwes Garten ist auch in 2025, der Plan ist mittlerweile veröffentlicht auf der Webseite von Wacken Open Air für 2025. Die Beplanung des Geländes ist eigentlich, was diese Sonderparzellen angeht, unverändert. Das heißt, das, was in 2024 jetzt Bauer-Uwes Garten gewesen ist, wird es auch 2025 sein. Auch der Camperpark, der sich ganz da hinten noch befindet, der ist auch wieder mit einer Brücke dann mit dem eigentlichen Festivalgelände verbunden, dass man dort nicht über die Landstraße dort laufen muss. Das ist auch unverändert an derselben Stelle. Welche Vorteile habt ihr jetzt von solchen Sonderparzellen? Ganz schlicht und ergreifend, ihr habt eine feste Parzellengröße. Die könnt ihr auch an eure Bedürfnisse anpassen. Wenn ihr ein bisschen mehr Platzbedarf habt, bucht ihr euch eine etwas größere Parzelle. Das ist vorher abgeflattert auf dem Gelände, hat eine feste Parzellennummer, ist euch zugewiesen.
Nimmt euch keiner weg. Und da könnt ihr euch darauf ausbreiten. Da könnt ihr auch noch nach 2, 3 Tagen, wenn dann noch ein Kumpel kommt, der sein Zelt dann noch aufstellen will auf derselben Parzelle, dann ist diese Fläche auch wirklich immer noch frei, weil das ist die Parzelle, die für euch gebucht ist. Wenn ihr mehrere Parzellen bestellt, dann könnt ihr auch darum bitten, dass diese Parzellen zusammengelegt werden im Buchungsprozess. Beim Bauer Uwes Garten sieht das so aus, First Come, First Serve. Wer dort ankommt und die Voucher hat, das haben wir tatsächlich dieses Jahr auch genutzt in 2024, waren Freunde von mir bereits vorher da. Ihr seid nochmal herzlich gegrüßt, ihr beiden. Die haben meinen Voucher dann von mir bekommen und sind dann hier am Sonntag gleich angereist. Ich konnte erst am Montag kommen und haben dann mit meinem Voucher meine Parzelle mit ihrer zusammen beansprucht. Und dann war auch klar gesagt, so diese beiden Parzellen, die gehören jetzt dir, das ist jetzt deins, da kommt jetzt kein anderer mehr rauf. Wunderbar geklappt. Na, da kann man dann also auch sich dann aufteilen und mit mehreren Leuten dann fahren. Seht nur zu, dass der zuerst da ist, dann auch wirklich alle Voucher hat. Dann kann er dort die Flächen dann zusammenlegend dann für euch dann reservieren und dann klappt das auch mit einer späteren Anreise, dass ihr trotzdem zusammenstehen könnt. Auf dem freien Camping funktioniert das so nicht. Wenn ihr dort zusammenstehen wollt, müsst ihr auch zusammen ankommen. Das heißt, ihr solltet dann auch in der Fahrzeugschlange hier beim Anfahren, beim Anreisen, dann auch gemeinsam wirklich Fahrzeug an Fahrzeug dann stehen, damit ihr dann auch zusammenhängend auf einer Fläche dann euer Camp dann aufbauen könnt. Was ist sonst noch geboten in Bauer Uwes Garten? In Bauer Uwes Garten könnt ihr euch Metal-Klos zubuchen. Das heißt, ihr kriegt euer eigenes Dixie. Ist kostenpflichtig, diese Funktion, aber viele nutzen das, haben dann ihr eigenes Dixie, hängen ihr eigenes Vorhängeschloss davor und dann wissen sie, okay, das ist mein Klo, da kommt kein anderer drauf. Und auch das kann man dann während des Festivals, wenn man dann so mit einer größeren Gruppe zum Beispiel das nutzt, dann auch wieder reinigen und leeren lassen. Ganz normal wie die anderen Dixies auch. Es ist aber jetzt nicht so, dass ihr, weil ihr in Bauer Uwes Garten habt, dort keine öffentlichen Dixies sind. Auch dort ist dann der Zugang ganz normal zum Duschcamp, zu den dortigen Toiletten. Die bevorzuge ich auch, das sind Wasserspültoiletten, die dann in Containern dann aufgebaut werden. Das ist einfach für mich, finde ich, angenehmer als ein Dixie. Okay, ein Dixie, wenn gerade mal Not am Manne ist dann auch immer noch gut. Und mal ganz ehrlich, das sind auch nicht mehr die Dixie-Zustände, wie sie dann mal vielleicht mal in den 90er Jahren gewesen sind, wo nach 2, 3 Tagen Festival man so einen Dixie auch lieber schon von weitem Abstand davon genommen hat. Die Dinger sind sauber, die werden regelmäßig geleert, werden durchgespült dann auch, dass die dann auch wieder schier sind. Also auch die Dixies kann man wirklich benutzen. Aber natürlich ist so ein Wasserspülklosett eine ganz andere Hausnummer, eine ganz andere Geschichte. Das Ganze ist freiwillig auf Bauer Uwes Garten. Ihr könnt das buchen, ihr müsst das nicht buchen. Viele, die so wie ich jetzt mit dem schwarzen Schaf eine eigene Toilette an Bord haben, verzichten dann darauf und sagen, nee, brauche ich nicht, ich habe ja schon eine Toilette an Bord. Für den Fall, dass ich dann mal nicht bis zum Duschcamp laufen will, habe ich dann ja locker genug Kapazität. Dann kann man sich das sparen. Was die Parzellenpreise angeht, habe ich im Moment noch keine Informationen zum Zeitpunkt, wo das Video gedreht wird. Guckt bitte einfach, ich mache einen Link darunter zu Metal-Tix. Darüber könnt ihr diese Parzellen ab dem 6.12. nämlich buchen und dort werdet ihr dann auch die Preise sehen. Bauer Uwes Garten hat darüber hinaus auf den Parzellen keine Stromversorgung. Lösen einige darüber, dass sie dann entsprechend ihren Moppel mitnehmen, also ihren kleinen Generator. Das hört man dann also auf der Fläche dann durchaus, dass dann ab und zu dann auch mal einer seinen Generator dann laufen hat. Ist natürlich auf einer Fläche wie Camperpark, wo die Stromversorgung dann zentral geregelt ist, etwas angenehmer. Dort könnt ihr die Stromversorgung dann von der Fläche dann nehmen und dort laufen dann üblicherweise auch keine zusätzlichen Generatoren. Man sagt, Camperpark ist allgemein etwas ruhiger als die anderen Campingflächen. Mir selber macht das überhaupt nichts aus. Ich mag es gerne auch ein bisschen laut um mich rum. Ich mag auch gerne, wenn ein bisschen Party drumherum ist. Nur die richtige Musik muss gespielt werden. Also Schlagermucke hat für mich hier nichts verloren. Kann man gerne hören, wenn man gerade nicht hier ist. Aber wenn wir hier auf dem Gelände sind, dann wünsche ich mir schon, dass das Ganze ein bisschen rockig rüberkommt. Wenn es Metal ist, ist es noch besser. Bauer Uwes Garten, finde ich, ist auch recht gut gelegen. Liegt ganz verkehrsgünstig sozusagen zum Plaza.
Die Flächen, die ihr da hinten seht, wo im Hintergrund vielleicht ganz klein für euch die Windmühlen zu sehen sind, das ist der allgemeine Campground. Also dort ist keine Sonderparzellenvergabe. Da kann jeder dann nachher campen. Da kommt es dann tatsächlich darauf an, ob ihr Glück habt, dass ihr im richtigen Moment und auf der richtigen Anreisestrecke dann seid. Denn auch das haben wir beim vergangenen Festival jetzt hier das erste Mal gehabt. Anreisewege, 3 Stück, und die führen euch auf verschiedenen Wegen hier ans Gelände heran, um den Verkehr zu entzerren. Das hat speziell bei der Anreise 2024 super geklappt. Ich habe tatsächlich am Montagmorgen überhaupt keinen Stau gehabt, wo ich eigentlich gedacht habe, also mindestens wenn du in die Nähe des Geländes kommst, wirst du da irgendwo noch mal eine Ecke stehen. Hat sich sehr bewährt. Natürlich auch den Witterungsumständen in 2024 geschuldet. Wir hatten ein Bombenwetter, es gab überhaupt gar keinen Regen, keine Probleme in der Anreise. Bei schlechteren Wetterbedingungen, wie wir es 2023 gehabt haben, hätte aber dieses Konzept meines Erachtens nach auch seine Vorteile ausspielen können. Wenn wir uns dann da hinten rüber begeben, hinter diesem Wäldchen ist Campground Y. Das war früher mal der Camperpark. Ist jetzt in 2024 nicht mehr als Camperpark genutzt worden, sondern als ganz reguläre Campingfläche. Daran anschließend, hinter der Straße, sind dann aber die Campgrounds W und ich glaube, da sind noch 1, 2 andere Buchstaben mit dazugekommen, weil die Fläche dort ist vergrößert worden. Auf diesen Campingflächen sind auch fest abgetrennte Parzellen, auch in verschiedenen Größen buchbar. Bei denen könnt ihr auch zusammen buchen in einem Vorgang und dann wird euch hoffentlich das Ganze dann auch zusammenliegend zugewiesen. Klärt das bitte gegebenenfalls nochmal ab, denn aktuell zum Zeitpunkt des Drehs steht noch nichts auf der Webseite dazu, da kann ich noch nicht nachlesen. In der Vergangenheit war das aber immer möglich, dass man dafür den Wunsch äußern konnte, zusammenhängende Parzellen dann zu haben, um dann die Fläche gemeinsam nutzen zu können. Dort sind zentral Generatoren aufgestellt. Und eine Stromversorgung ist in circa maximal 25 Meter Entfernung zu eurer Parzelle. Die haben dort normale Schuko-Steckdosen. Die sind zwar wasserfest, die haben dann auch ein kleines Gehäuse darüber stehen, aber ihr werdet mit diesen CEE-Steckern, die dreipoligen, die runden, in Blau mit 3 Metallstiften, da werdet ihr hier nichts. Ihr braucht hier also, wenn ihr euer 2,5 Quadrat beim Wohnmobil dann nutzen wollt, braucht ihr definitiv hier dann den Adapter auf Schuko. Habt dann circa eine Stromversorgung von 1000, 1200 Watt, wird so gesagt. Das reicht locker aus, um Kühlschränke darauf zu betreiben. Eine Kaffeemaschine zurzeit wird auch immer kein Problem geben, wenn alle gleichzeitig ihre Kaffeemaschine anschmeißen und vielleicht auch noch den Pommesbräter, dann könnte es auch mal eng werden mit dem Strom. Der Camperpark ist jetzt dadurch, dass er da hinten hingewandert ist, und das hört man von vielen Kommentaren, auch unter meinen Videos, recht weit rausgewandert. Also die Laufstrecken sind nicht die kürzesten. Weitere Sonderparzellen finden sich dann hier im Anschluss. Da gehe ich extra mal ein Stück rüber. Denn diese Fläche hier, die bislang eigentlich so in den vergangenen Jahren normales Camping gewesen ist. Wer früh kommt, konnte durchaus auf diesen Flächen stehen. Das ist in 2024 als TENT benutzt worden. Tent, da sind voraufgebaute Zelte und ihr habt einen Parkplatz ganz in der Nähe. Der ist auch hier quasi vorne am Ende von der Fläche. Immer noch ein ungewohnter Anblick. Diese Area ist hier überplant worden. Hier ist jetzt die TENT-Area. So sieht das dann also aus mit den Parkplätzen, mit dem Parking für TENT, dass die Fahrzeuge wirklich in eurer Nähe stehen. Da hinten sind vorbuchbare Zelte. Die kleine Variante ist dann auch noch so, dass ihr dann Zusatzsachen wie ein kleines Trab oder sowas dann auch noch dazu buchen könnt, je nach eurem persönlichen Bedarf. Oder ihr nehmt halt nur das Schlafzelt. Das gibt es dann letzten Endes hier in der Area P, ist es angesiedelt, in allen Größen und in allen Preiskategorien. So hat sich also durch den Parkplatz da hinten und die Zelt-Area hier vorne dann die Flächennutzung ein bisschen geändert in 2024 gegenüber den Vorjahren. Die Zelte sind fertig voraufgebaute Systeme, haben eine Solarzelle oben drauf, das heißt, die haben auch eine Stromversorgung mit. Das reicht, um eure Handys aufzuladen. Um jetzt einen höheren Strombedarf zu decken, sind die meines Erachtens nach eher nicht geeignet. Aber so für die kleinen Geräte, die man dann zwischendurch mal aufladen will, ist das schon super. Eine weitere Zelt-Area befindet sich dann da hinten, hinter diesem Wäldchen. Da geht auch die Fläche weiter für Bauer Uwes Garten.
Aber hinter diesen Wäldchen liegt dann die Residence Evil. Auch recht verkehrsgünstig sozusagen von den Laufstrecken her, um dann den Plaza-Bereich, den Innenbereich dann zu erreichen. In der Residence Evil habt ihr auch fertig aufgebaute Zelte. Habt auch noch ein bisschen zusätzlichen Bereich. Also in den Residence Evil Bereich kommt man dann auch nur mit dem entsprechenden Bändchen am Arm dann herein. Da wird dann also auch am Eingang kontrolliert, dass dann nur die Leute dann die Area betreten, die dann auch die Zugangsberechtigung haben. Es ist eine kleine Bar dort aufgebaut, so ein paar kleine Annehmlichkeiten gibt es dort zusätzlich. Die haben eigene Duschen dort in ihrem Bereich, wo natürlich der Andrang dann etwas geringer ist als auf den normalen allgemeinen Campground-Flächen. Soll eigentlich ganz angenehm sein. Auch dort könnt ihr aber auch Parzellen buchen, wo ihr nur eine Parzelle habt und eine Stromversorgung. Die habt ihr dort nämlich auch, aber eine richtige 230 Volt Stromversorgung. Und dort muss man nicht ein voraufgebautes Zelt buchen. Man kann dann auch eine Parzelle buchen, wo man sein eigenes Zelt mitbringt und das dort dann vor Ort aufbaut. Machen Freunde von mir, die sind da eigentlich sehr zufrieden mit. An die Flächen hinten von Bauer Uwes Garten schließt sich dann eine neue Fläche an, die wir auch in 2024 schon gehabt haben. Nennt sich Camping Only. Ist für euch alle buchbar, ohne Aufpreis. Die haben dann auch einen eigenen Bereich, da gilt aber auch wieder das Prinzip First Come, First Serve, wo dann die Fahrzeuge, wenn ihr mit Pkw anreist, in der relativen Nähe zu dieser Fläche dann auch geparkt werden können. Auch das ohne Aufpreis. Da braucht ihr halt nur den Access Pass für Camping Only. Das ist ein eigener Access Pass. Und damit sind wir auch beim Thema Access Pass gleich. Aber erstmal Camping Only dann abgeschlossen. Diese Fläche ist neu hinzugekommen, soll es euch ermöglichen, dann auch, wenn ihr nur mit Zelt kommt, aber mit Pkw, dann dort eine eigenständige Fläche zu haben, die vergleichsweise verkehrsgünstig für euch gelegen ist. Geht so ein bisschen in das Gesamtkonzept der Fahrzeugführung, der Verkehrsführung dann mit ein, dass man einen Teil des Verkehrs dort dann hin entzerren kann. Man hat ja alle Zuwägungen genutzt, die man hier zu diesem Gelände denn überhaupt haben kann. Und darüber hat das System 2024 überhaupt so gut funktioniert. Weitere Sonderflächen wären dann natürlich Moschtel. Das ist dann aber allerdings auch wirklich sehr, sehr teuer. Aber auch ab dem 6.12. buchbar. Da habt ihr dann wirklich euren kleinen Container mit eurem kleinen Zimmerchen, Bett und alles mit aufgebaut. Macht euch da schlau, muss ich euch glaube ich nicht viel zu erzählen. Moschtel liegt relativ günstig dann zum Infield. Die liegen auf der Fläche hinter der Lauder Stage. So haben wir die Dio-Hand jetzt auch noch mal schön im Bild. Von hier aus jage ich jetzt noch mal die Drohne nach oben. Das sind dann die Bilder, die ihr jetzt eben schon zum Teil drunter geschnitten gehabt habt, als ich euch über die jeweiligen Flächen dann Infos gegeben habe. Das ist übrigens auch eine Sache, wofür ich mich noch mal bedanken möchte, dass ihr alle so fleißig abonniert habt, so fleißig meine Videos guckt. Ich habe eine Aktion wahrnehmen können bei YouTube. Deswegen ist die Mitgliedschaft eingerichtet bei mir auf dem Kanal. Ihr müsst jetzt nicht alle Mitglieder werden. Es gibt auch nur vergleichsweise geringe Vorteile für Mitglieder, aber ihr könnt natürlich den Kanal damit unterstützen. Das auf alle Fälle. Da hatte aber YouTube eine Prämie, einen Bonus ausgelobt. Und diese Prämie, dieser Bonus ist bei mir ins Equipment geflossen. Ich habe mir also eine neue Drohne gegönnt und auch eine neue Kamera. Und ganz neu habe ich jetzt auch wieder in die Mikrofone investiert. Damit ich die Qualität liefern kann, die für mich mein Anspruch ist, ist das immer hilfreich. Also dafür nochmal ein großes, großes Dankeschön an euch, denn ohne euch würde das alles hier nicht funktionieren. Da hätte ich nicht das Equipment, das ich jetzt habe. Also ein riesengroßes Dankeschön an euch. Schönes Bild. Homepoint updated. Jawohl. Dann geh doch mal auf Reise. Take off. Homepoint Tu da. updated. Traumwetterchen. Jetzt sehen wir hier das Schiff von oben, in dem die Dio-Hand steht. Max altitude reached.
Let's talk about the elephant in the room. Lasst uns über den Elefanten im Raum sprechen. Guns N' Roses. Es gibt einige Artikel von verschiedenen Zeitungen, die alle untereinander abschreiben, dass es angeblich ein Leak gegeben haben soll. Die Guns N' Roses, die Gunners, da wäre eine Ankündigungsgrafik geleakt, auf der dann die Orte und die Termine dann bekannt gegeben werden. Und da soll dann Wacken mit draufstehen. Und zwar für die Wackenwoche auf dem Donnerstag. Das sind wie gesagt unbestätigte Gerüchte. Wäre natürlich cool, wenn da irgendwo was dran ist. Aber aus jetziger Sicht ist das für mich so ähnlich wie in 2024 das nicht tot zu bekommende Gerücht, AC/DC würde spielen, weil die extra eine Tourlücke auf Wacken hätten in ihrem Plan, wo sie doch bestimmt hier auftauchen würden. Wir wissen alle, dass es nicht passiert. Und hier würde ich sogar im Moment noch einen Ticken weitergehen. Es gibt ein Indiz, denn diese Grafik, die die Zeitschriften da alle abgedruckt haben, kann ich euch hier mal mit einblenden, die angeblich geleakt worden sein soll, hat ja Spielorte und dahinter jeweils auch das Land. Für Deutschland sind bei der Guns N' Roses Tournee demzufolge 3 Spielorte vorgesehen. Einer davon wäre dann Wacken, auch gleichzeitig als Ende der Tournee. Aber die haben auch Wien mit drin in dieser Liste. Guckt euch die Grafik mal genau an. Denn bei Vienna steht dahinter, IT für Italien. Es wäre mir jetzt etwas neu, dass Wien in Italien liegt. Man gut, geografisch gesehen aus meiner Richtung, wenn ich da hinblicke, liegt das nicht so fern. Aber es ist ein Indiz, dass dieses ganze Bild ein schöner Fake sein könnte.